Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren chinesischen Füllfederhalter vorstellen, und zwar den Montemount S101. So sieht er aus, wenn ihr ihn bekommt. Er ist in so einem Kunstledermäppchen drin, in einer Zellophan-Tüte verpackt und ist ein Metallfüllfederhalter. Wie immer werde ich euch etwas über das Material sagen, über die einzelnen Bestandteile. Dann werden wir die Maße und Gewichte zusammen uns anschauen. Dann machen wir eine Schreibprobe. Danach erzähle ich euch, was mir gefällt, was mir weniger gut gefällt. Und ganz zum Schluss gibt es wie immer eine Kaufempfehlung oder eben keine Kaufempfehlung. Dann beginnen wir mal mit der Beschreibung des Füllfederhalters. Zu den Bestandteilen. So kommt er, wie gesagt, an. Können wir gleich mal diese Zellophanhülle weglegen. Dann seht ihr hier eine Kunstleder Hülle. Können wir auch mal beiseite legen. Und so sieht er aus, der Montemount S101. Ihr seht schon, er hat keinen Clip. Das heißt, er rollt auch so ein bisschen hier. Müsste man aufpassen, dass er einem nicht vom Tisch rollt. Beginnen wir einfach mal bei der Kappe. Die Kappe hat hier so ein verdicktes Stück. Hier ist ein kleiner Fleck drauf. Kann man, glaube ich, wegmachen. Ja, genau. So, keine Beschädigung. Eine Metallkappe. Kappenkopf ist fest dran. Die Kappe selber hat so eine Linienmaserung. Kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Sieht ganz nett aus. Also ist ein recht ungewöhnlicher Füllfederhalter. Ohne Clip hat man eher selten. Der Schaft aus dem gleichen Material. Es ist komplett Metall. Der Kopf des Schaftes oder das Abschlussstück, auch Metall, ist auch fest dran, nicht beweglich, kann man nicht abschrauben. Schön silberglänzendes Material, das ähnliche Muster hier auch auf dem Schaft. Dann schrauben wir ihn mal auf. Mal gucken, ich zähle nochmal zurück. Gucken, ob wir das hinbekommen. 1, 2, 3, 2,5. Bei 2,5 haben wir die Kappe ab. Ja, kann man mal reinschauen. Metallgewinde, Metallstück, Metallinnenkappe. Legen wir mal nebenhin. Der Schaft und das Griffstück lässt sich hier auch ganz normal wie bei jedem anderen Füllfederhalter trennen. Zum Vorschein kommt Griffstück mit Konverter. Die Feder ist nicht gelabelt, wie ihr seht. Also kein Hersteller erkennbar. Genius Iridium beschriftet. Der Tintenleiter ohne Lamellen. Konverter, typischer chinesischer Konverter hier zum Schieben. Also nichts Besonderes, auch hier kein Label erkennbar. Schauen wir uns nochmal den Schaft an. Metallgewinde. Auch hier komplette Metallkonstruktion. Liegt ganz gut in der Hand. Bisschen glatt. Können wir ihn wieder zusammenbauen. Und eine Sache möchte ich euch hier an der Stelle gleich zeigen. Ich habe den jetzt mal ganz fest gedreht. Wenn ich den hier aufdrehe, passiert Folgendes. Das Griffstück bleibt drin und man schraubt den Schaft ab beim Aufschrauben. Dann muss man hier wieder festhalten und dann kann man das Griffstück wieder herausschrauben. Aber das ist eine Sache, die mir schon mal nicht so gut gefallen hat. So, dann setze ich nochmal zusammen.
Ich bin mir nicht sicher. Monte-Mount ist eine Marke. Ich habe im Internet Füllfederhalter bzw. auch Kugelschreiber gesehen. Da steht Monte-Mount auf dem Clip. Hier kann man es nicht erkennen. Gemäß des Händlers ist es Monte-Mount. Ob das wirklich eine eigene chinesische Marke ist, vermag ich nicht einzuschätzen. Kann da gar nichts zu sagen, weil ich im Internet auch nichts gefunden habe. Also alle meine Recherchen sind da ins Leere gelaufen. Außer dass es, wie gesagt, einige Stifte gibt, die diesen Aufdruck haben. Aber ob es sich dabei um eine eigene Marke handelt oder die in Lizenz von irgendjemandem hergestellt werden, das vermag ich nicht einzuschätzen. Als ich den Füllfederhalter entdeckt habe, fand ich den sehr interessant und ich habe mich dann mal auf die Suche gemacht, weil oftmals hat man es ja so, dass die chinesischen Füllfederhalter irgendwie in Anlehnung von anderen Füllfederhaltern westlicher Produktion gemacht sind. Und so ist es auch hier. Es gibt diesen zum Beispiel nochmal mit einem Clip in Schlangenform. Und wenn man dann mal bei Montblanc den Heritage sich anschaut, der ist dann zwar nicht Silbermetall, aber rot und mit einer Schlange dran. Der Kappenkopf sieht identisch aus. Und auch das Endstück hinten am Schaft, das Abschlussstück, auch das ist identisch. Die ganze Form, der ganze Aufbau, könnt ihr euch im Internet mal anschauen, erinnert unheimlich an den Montblanc Heritage. Der Montblanc Heritage kostet 760 Euro, so ist der Preis, den ich im Internet gefunden habe. Hier kostet er 5 Euro, wenn man ihn bei AliExpress kauft. Sehr wahrscheinlich ist die Schlange so teuer, weil die fehlt hier. Das ist sicherlich die Erklärung dafür. Ja, und dann schauen wir mal, dann werde ich ihn mal befüllen und dann machen wir zuerst die Maße und Gewichte und danach einen kurzen Schreibtest. Maße und Gewichte. Der Füllfederhalter wiegt mit Konverter und mit Tinte befüllt 30 Gramm. Er misst ohne Kappe 12,5 cm und mit Kappe 13,8. Eine Sache möchte ich euch hier noch zeigen. Ich schraube einfach nochmal die Kappe ab und versuche die mal hier aufzustecken. Und ihr seht schon, die fällt sofort wieder ab. Also es ist nicht möglich, hier auf diesen Füllfederhalter die Kappe entsprechend aufzustecken. Auch ein Nachteil, weil ich weiß, es gibt viele von euch, die das mögen, mit aufgesteckter Kappe zu schreiben, zumal der Füllfederhalter jetzt auch in der Länge ohne Kappe kein besonderer Riese ist. Okay, das war's zu den Maßen und Gewichten. Dann kommen wir jetzt zur Schreibprobe. Die Schreibprobe. Für diesen chinesischen Füllfederhalter habe ich mir auch eine chinesische Tinte ausgesucht, und zwar die Dux 404, wobei ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die wirklich aus China ist. Die könnte auch aus Korea sein. Das habe ich auch schon mal gehört, dass Dux eigentlich in Korea gefertigt wird. Wie dem auch sei, ich finde, zu dem silbernen Füllfederhalter passt auf jeden Fall diese Dux 404, die schwarze Tinte. So, dann schauen wir mal. Jetzt hat sich das Griffstück nicht gelöst. Sehr gut. Das ist der Monte Mount S 101. Die Feder würde ich als F-Feder beschreiben. Das Papier ist Clair von 160 Gramm Papier. Okay, dann schauen wir mal. Dann könnt ihr euch das mal anhören. Ich finde, für eine feine Feder
schreibt er sehr schön. Der Tintenfluss ist auch recht ordentlich. Jetzt probieren wir mal das schnelle Schreiben. So, jetzt halten wir mal einen Moment offen. Setzen jetzt nochmal zum Schreiben an, also auch sofort da. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir hier in die Feder ein bisschen Variation reinbringen. Sieht nicht danach aus. Nein, aber einen schönen Tintenfluss, muss man sagen, hat er. Ich hatte auch gedacht, dass das Griffstück deutlich glatter ist, aber es liegt wirklich gut in der Hand. Ich bin kein Freund von sehr schlanken Stiften, aber ich muss auch hier sagen, er ist wirklich sehr griffig und gefällt mir gut. Dann schreiben wir mal verkehrt rum. Wie ihr gesehen habt, da kommt er gar nicht so richtig mit klar. Hier seht ihr den Tintenfleck. Da ist jetzt hier ein bisschen viel Tinte ausgelaufen. Gucken wir mal, ob sich das jetzt hier bemerkbar macht. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist kaum ein Unterschied, ob ich den Stift verkehrt rum benutze oder also die Feder verkehrt rum, mit der Feder verkehrt herumschreibe. Oder aber, ob ich ihn ganz normal, wie man ihn benutzen sollte, benutze. Auch sehr ungewöhnlich, habe ich bisher auch so noch nicht erlebt. Ich habe den Eindruck, er ist sehr feucht. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Oh ja, für eine Feder dieser Bauart und ich denke mit fein liege ich da ganz gut. Könnte auch in Richtung mittlere Feder gehen. Aber man muss sagen, der Tintenfluss wirklich sehr gut. Kein Absetzen, auch mit kurzem Offenhalten. Er schreibt auch sehr weich. Das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Es kratzt nicht. Ihr habt es ja selber eben gehört. Also der Schreibtest ist wirklich hervorragend. Und da muss ich sagen, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet von einem Hersteller, der sich sehr bedeckt hält bezüglich seines Werkes. Also man findet hier nirgendwo eine Aufschrift Montemount, hatte ich euch ja schon gesagt. Okay, dann will ich zum nächsten Punkt kommen und möchte euch erzählen, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Ja, was hat mir gut, was hat mir weniger gut am Montemount S101 gefallen? Hier seht ihr ihn nochmal. Hier ist der Füllfederhalter. Ich finde sehr schön, es ist eine Ganzmetallkonstruktion. Er hat für die Kappe ein Schraubgewinde, das gefällt mir auch sehr gut, wobei hier die Einschränkung natürlich darin besteht, und das ist auch einer der aus meiner Sicht wesentlichen Negativpunkte, dass beim Aufschrauben, wenn man ihn vorher sehr fest zugeschraubt hat, sich das Griffstück in der Kappe vom Schaft löst, sodass das Griffstück in der Kappe verbleibt und man dann das Griffstück wieder rausschrauben muss und dann den Füller wieder zusammenschrauben muss. Das gefällt mir überhaupt nicht und das ist auch nicht praxisgerecht. Man möchte sich mal eine Notiz machen und es zerlegt sich dabei der ganze Füllfederhalter. Was mir wiederum gut gefällt, ist, da es eine Metallkonstruktion ist, ist er recht schwer mit 30 Gramm. Hatte ich euch ja schon gesagt. Er ist sehr gut verarbeitet. Ich habe jetzt da keine scharfen Grate, keine Kanten oder sonst irgendetwas gefunden. Und ich finde, es ist ein recht schönes Design, wobei man natürlich sagen muss, das Design ist ja entliehen vom Montblanc Heritage. Was gefällt mir weniger? Mir gefällt nicht, dass keine Herstellerangabe drauf ist. Ich hatte schon mal so einen Füllfederhalter. Die sind ja nicht schlecht und ich finde auch, dieser hier schreibt sehr schön. Aber der Hersteller, auch wenn es Montemount ist, und wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher, ob das eine eigene Marke, eine eigene chinesische Marke ist, dann könnte das auch irgendwo draufstehen. Das finde ich gehört dazu. Mir ist er ein wenig zu schlank. Die Kappe ist nicht aufsteckbar, stört mich jetzt nicht besonders, weil ich sowieso nicht mit aufgesteckter Kappe in der Regel schreibe.
Das Griffstück ist entgegen meiner Erwartung, es ist ein Metallgriffstück, ist es sehr griffig. Ich hatte keinerlei Probleme, habe auch keine, wie das manch einer hat, dann feuchten Finger bekommen an dem Metallstück. Also jetzt hier in der ersten Schreibprobe hatte ich damit gar kein Problem und es war sehr gut, lag gut in der Hand. Aber wie gesagt, größtes Manko ist aus meiner Sicht, dass sich das Griffstück löst beim Aufschrauben oder beim Abschrauben der Kappe. Das ist das größte Manko. Ja, 5 Euro würde ich mir wieder kaufen. Ich bin im Zweifel. Ich glaube nicht, weil es einfach nervig ist, das Griffstück mit abzuschrauben, wenn man die Kappe abschrauben will. Vor dem Hintergrund denke ich nicht, dass ich ihn mir wieder kaufen würde. Mich hat er interessiert, weil er ein ungewöhnliches Design hatte. Bin dann auf die Suche gegangen, habe dann festgestellt, so ungewöhnlich ist es nicht, weil es ist vom Mont Blanc kopiert und man hat nur den Clip weggelassen. Insofern, ja, es sieht gut aus. Es ist auch diese Struktur hier, dieses Design-Element, was sie da reingefügt haben mit diesen verschiedenen Linien und Quadraten. Mal gucken, ob man das jetzt nochmal so sieht. Das sieht ganz gut aus. Hier seht ihr das nochmal. Ja, ist schön gemacht, aber es wirklich wiegt es nicht auf diesen Fehler, der hier entsteht, wenn man die Kappe aufschraubt. Und wenn das selbst bei jedem zweiten, dritten Mal nur passiert, dann finde ich, ist das recht nervig und würde mich davon abhalten, den Füllfederhalter nochmal zu kaufen. Ja, dann war es das hier mit dem Montemount S01, den ich euch heute vorgestellt habe. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.